Hallo liebe Zuschauer, meine Zeit hier im Isan geht zu Ende. Ich werde jetzt morgen oder übermorgen wieder zurück nach Samui fahren. Da habe ich 1300 Kilometer vor mir gut. Aber ich wollte jetzt noch mal ein Resümee ziehen, wie es also hier gewesen ist. Es war jetzt für mich jetzt das erste Mal, dass ich hier im Bereich des Isans gewesen bin. Ich war ja mal kurz im Süden und auch vor 10 Jahren im Norden von Thailand und konnte da einiges sehen. Hier im Isan, muss ich sagen, ist mir angenehm aufgefallen, die Straßenverhältnisse. Hier wird sehr viel gebaut und ist auch schon gebaut worden. Sehr ausgebaute Straßenverhältnisse zwischen den einzelnen Ortschaften und Städten. Das hat mich, sagen wir mal, nicht überrascht, weil ich das ja auch in Samui kennengelernt habe, dass man also da auch vieles macht am Straßenbau, die Infrastruktur aufbaut, ist also hier hervorragend. In den einzelnen Dörfern findet man fast alles, muss man sagen. Genauso wie in Rayong und Umgebung und auch im Süden von Thailand, in Suratani, wo ich ja herkomme. Ja, und wenn man in größeren Städten kommt, hat man auch Shoppingcenter. Also in keiner Hinsicht kann man denn sagen, dass es in armen Regionen und dann hat man gleich die Vorstellung, da gibt es nichts. Das stimmt nicht. Was für mich persönlich sehr wichtig war, mal kennenzulernen, wie das Leben, sage ich mal, oder der Gefühlsaustausch zwischen Pitti und den Eltern war beim Empfang. Und auch vor einigen Tagen ist ja die Schwester aus Bangkok nach hier gekommen. Und da hat sich die kühle, ich sag mal, you little fridge, zu ihr manchmal wiedergespiegelt, dass also, wie wir aus Europa das kennen, Umarmung und Drücken und auch beim Abschied, nichts diesbezüglich konnte ich da wiederfinden. Hallo, der Vater, ich kann ja nochmal die Szene hier einbringen, der kam kurz zu ihr und ging dann wieder weg, aber sie war ja jetzt schon 2 Jahre nicht mehr hier gewesen, genauso wie die Schwester. Da würde ich vielleicht nochmal einen separaten Film zu machen, für alle diejenigen, die mit einer Frau zusammenleben bzw. zusammenleben wollen, das mal ein bisschen näher zu bringen, wie der Gefühlsaustausch da ist. Ist also komplett anders als bei uns aus Europa. Und wenn man das jetzt so selber mitbekommen hat, dann denkt man auch ganz anders darüber nach. Ja, wieso ist er denn so kühl zu mir? Betrifft das mich persönlich? Nein, es ist eben halt so. Und ich habe mit vielen anderen zwischendurch auch mitgesprochen und die bestätigen das auch. Das ist hier im Isan, kann man sagen, ganz normal und da macht man sich auch keine Gedanken drüber. Wir machen uns als Europäer viel mehr Gedanken darüber. Ja, was mich erschrecken ließ, war eigentlich die landschaftliche, ich sehe es jetzt da hinten, die weiße Erde, die mehr oder weniger nur Sand beinhaltet. Dass es also hier auch sehr starke Unterschiede gibt. Wir sind hier in Kalasin und wo ich jetzt hier bin, sehr hoch gelegen. Ich weiß nicht, wie viel Meter über dem Meeresspiegel. Jedenfalls, wir hatten jetzt dieser Tage mal eine Tour gemacht in den Süden von Kalasin. Da sah es wieder anders aus. Da waren überall grüne Reisfelder. Also hier ist dann auch schon damit verbunden, dass die Menschen, die hier wohnen und arbeiten auf dem Felde, sehr ungünstige Bedingungen vorfinden, dass man eben halt auf Sand eben halt das Feld bestellen muss und dann ist also nur eine Ernte pro Jahr möglich. Ich wusste gar nicht, dass man auf Sand oder aus Sand auch was rausholen kann. Ich habe dazu ja auch einen Filmbeitrag gemacht.
das war schon erschreckend. Hier ist nichts, wenn hier das Grüne weg ist, darunter ist Sand. Aber auch was Positives habe ich festgestellt, die freundschaftliche äh, Umgang miteinander, auch mit Fremden, hatten wir gestern auch gehabt. Da waren wir hier am Stausee gewesen und da waren welche mit Paragleiter und mit Motor hinten auf dem Rücken. Und ich habe mich da so ein bisschen für interessiert, weil ich ja aus dem Fliegerischen auch komme. Und da kam sofort eine Welle der Sympathien dann auch rüber und alles wurde dann auch so erklärt. Und die Pitti sagte auch, das ist ja ganz normal, diese offene Haltung, freundlich. Und ja, das war was Schönes. Da habe ich mich bei wohl gefühlt. Ja, ich sagte ja am Anfang mit den Dörfern, dass die also eigentlich relativ modern hergerichtet sind, die an den Hauptstraßen sind. Also hier gibt es ja die Form der Straßendörfer, sage ich mal. Bei uns in Europa oder bei euch in Europa sind das ja alles Kreise. Aus dem Mittelalter kommt das ja, wo ja mittendrin die Burg war und ringsherum sind die Bauern und dann die Stadtmauer, weil das sehr kriegerisch damals zuging und da brauchte man dementsprechend auch ein Verteidigungswall und das war dann eben halt die Stadtmauer. Hier sieht man gar nichts. Das heißt für mich, also das ist hier immer ziemlich friedlich gewesen, auch in der Vergangenheit. Ja, hier hat es vielleicht auch mal Kriege gegeben in der Vergangenheit, aber nicht so wie in Europa, dass es also eigentlich ein friedliches Völkchen ist hier oben. Ja, ein Punkt zum Wetter. Also hier sind die Temperaturen wesentlich differenzierter als Samui. In Samui haben wir ja über den Tag vielleicht 3, 4 Grad. Wenn es mal kalt ist im Winter, da haben wir 25 Grad. Und im Sommer, da haben wir mal 33, 34 Grad. Das ist also hier ganz anders. Also hier kommt man, also, dass es unter 20 Grad jetzt geht zu der Zeit, wo ich jetzt hier bin, im März. Und dann jetzt über Tag, da knallt die Sonne so richtig erbarmungslos runter. Die Pitti sagte auch, die haben 38 bis 40 Grad haben sie hier im Sommer. Das ist also nichts für Menschen, die Probleme mit dem Kreislauf haben. Dieses Auf und Ab, das ist ja so wie in Europa auch. Das mag ich also nicht so. Ich liebe so das Konstante mehr in einem Range von 3, 4 Grad über den Tag. Das ist also hier nicht. Ja, ansonsten hat der Isan hier oben, wo ich bin, ich habe ja noch nicht den ganzen Isan besucht, das wird vielleicht im Laufe der Jahre noch stattfinden, seinen eigenen Flair. Was ich sehr beruhigend finde, ist diese Ruhe hier. Durch die Weitläufigkeit der einzelnen Dörfer und Häuser zueinander hat man also hier eine viel größere Ruhe. Das habe ich in Samui nicht, da habe ich ja 100 Meter, 150 Meter entfernt, ja gleich die Ringstraße und man kann das zwar ausblenden irgendwann mal, aber jetzt hier auf der Reise habe ich viele Orte kennengelernt, wo wir ja übernachtet haben. Eine Ruhe, man kann durchatmen, man hört die Vögel, man hört die Hühner. Das tut gut. Also wenn man die Ruhe sucht und damit also auch eine gewisse Erholung erwartet, bekommt man die hier. Ja, was nicht so schön ist hier, das sind die kleinen Fliegen. Die sind mir also irre auf den Keks gegangen. Also hier im Haus nicht so stark, aber heute waren wir wieder unterwegs zu Tempelanlagen oder wie wir auch am Stausee waren. Das sind ganz kleine Fliegen, das sind so wie Essigfliegen so in der Größe, die Tagesfliegen, die kleinen. Und die wollen überall rein, wo Feuchtigkeit ist. Also die wollen hier oben in die Augen rein, in die Nase wollen die denn rein, man muss den Mund zuhalten. Das ist nicht überall so, will ich sagen. Aber ich habe es auch auf dem Feld vom Vater von Pitti feststellen können, wo ringsrum nichts ist, außer Felder. Da waren der auch. Und das nervt so ein bisschen.
Ja, einen Punkt möchte ich noch ansprechen, gerade wo ich jetzt hier dieses Gefühl habe, ich bin ja so weit weg von Koh Samui. Ähm, die Frauen, die mit 18, 19 Jahren hier den Isan verlassen müssen, weil sie nicht die entsprechende Ausbildung genossen haben, weil die Eltern kein Geld hatten für eine Schulausbildung. Da habe ich also jetzt höchsten Respekt für diese Frauen, diese jungen Mädchen, die denn so weit weggehen, Bangkok oder auch auf die Inseln und bei uns unten auf Koh Samui, um da einen Job zu finden, um praktisch zu existieren und auch der Familie hier zu helfen. Alle Achtung, wenn man in einem fremden Land ist und dann noch so weit weg ist und eigentlich, wenn man ankommt, niemanden kennt, äh, das ist schon ein hartes Stück. Und ja, und dass einige dann in den Bars landen, weil sie da erstmal aufgefangen werden, das kann man dann nachvollziehen. Eine neue Existenz irgendwo aufzubauen, wenn man jung ist äußerst schwierig, auch hier in Thailand. Und dann kann auch einiges schief gehen. Also hier nochmal den vollen Respekt zu den thailändischen Frauen, die den Isan verlassen, um damit also auch die Familie hier zu entlasten, finanziell, beziehungsweise woanders, irgendwo viele 100 Kilometer oder 1000 Kilometer weg von hier, die Familie zu unterstützen. Kann ich jetzt gut verstehen. Ja, in einem Video auf der Hinfahrt nach hier hatte ich ja meinen Unmut geäußert, dass die Pitti dann erwähnt hat, dass er also hier bleiben möchte für eine längere Zeit als nur eine Woche, um die Zeit mit ihrem Sohn und mit ihren Eltern zu verbringen. Ich kann das verstehen, ich muss das verstehen. Die haben sich ja 2 Jahre jetzt nicht gesehen, auch wenn das nicht so wie bei uns ist mit Umarmen, was ich da eben sagte. Aber die innere Kraft des Zusammenseins ist aber da, dass man gewisse Dinge miteinander verbringen möchte. Und ich habe ihr gesagt, okay, du kannst so lange hier bleiben, wie du hier möchtest. Ich glaube, dass sie schon nach Samui wieder zurückkommt. Nur wann, das weiß sie noch nicht und eben halt ich auch nicht. Ich würde mich, wie gesagt, auf den Weg machen mit Jem. Ist natürlich ein bisschen einsamer jetzt im Auto, jetzt die langen Strecken zu fahren. Ich werde ja fast eine Woche unterwegs sein, weil ich ja nur zwischen 300 und 400 Kilometer mit Jem fahren möchte, damit es nicht so anstrengend auch für ihn wird. Aber das werden wir schon schaffen. Da haben wir schon andere Dinge geschafft. Da sollte es kein Problem geben. Ich freue mich wieder darauf, nach Samui zu kommen, ja, um auch meine Freunde dort wieder zu sehen. Und das wird bestimmt nicht das letzte Mal sein, dass ich hier oben in den Isan komme, beziehungsweise in anderen Ecken von Thailand. Mit dem Wagen hat das bis jetzt alles wunderbar geklappt. Wir haben jetzt, ich glaube, 3500 Kilometer drauf und jetzt kommen dann noch mal knapp 1500 drauf. Also wie ich schon angesagt hatte, mal 5000 Kilometer werden es wohl sein, wenn wir unten in Samui ankommen. Wie gesagt, es wird nicht das letzte Mal sein. Jetzt müssen wir erstmal aufatmen. Wir waren ja jetzt knapp 2 Monate weg gewesen. Auch hier finanziell hat das einiges gekostet. Da muss ich also jetzt sparen, um irgendwann mal die nächste Tour zu machen. Geplant war ja und ist, eigentlich Ende des Jahres in der Regenzeit nach Rayong zu fahren, um dort 2 Monate zu bleiben. Und da werden wir von da aus weitere Exkursionen machen mit meinem Freund Michael. Wir wollen da auch in Richtung Kambodscha denn fahren, wenn das da alles offen ist. Also da steht noch einiges offen, um euch noch mehr zu zeigen von Thailand. Ich hoffe, euch haben die Filme gefallen. Und wie ich schon manchmal angesagt habe, wenn sie euch gefallen haben, den Daumen nach oben. Und ja, empfehlt es weiter. Pitti ist momentan nicht hier, die ist zu ihren Eltern. Meine dreckige Wäsche wird da gewaschen. Und daher habe ich jetzt dieses jetzt erstmal alleine gemacht. Aber sie wird sich bestimmt noch in den nächsten Filmen nochmal bei euch melden und zeigen.
So, vielen Dank noch, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.